Mist, schon wieder ein Doppelfehler. Damit euch das nicht so häufig passiert, erhaltet ihr in diesem Video 10 wertvolle Tennis-Taktik-Tipps. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und nach meinem Video in der vergangenen Woche geht es heute um Tennis-Taktik. Jawohl, ich möchte euch meine Erfahrungen über die letzten Jahre weitergeben und ich möchte euch 10 Tipps geben, die im Spiel immer wieder auftauchen, die im Ballwechsel immer wieder auftauchen und wie ihr letztendlich mit dieser Taktik, mit diesen Tipps mehr Spiele gewinnen könnt. Kommen wir zu meinem ersten Tipp und dieser Tipp lautet: Zeit lassen bei wichtigen Punkten. Ich beispielsweise habe immer so ein bisschen Ritual, dass ich mein Handtuch immer auf meiner eigenen Seite habe. Wenn es wichtige Punkte gibt, dann lasse ich mir vor diesen wichtigen Punkten besonders viel Zeit. Das ist sehr, sehr wichtig, um sich noch einen Ticken mehr zu fokussieren, als ihr es vielleicht ohnehin schon macht. Also habe ich eine wichtige Spielsituation, beispielsweise Breakball gegen mich oder Matchball oder eben Satzball, dann kann es hilfreich sein, euch einfach noch mal mehr zu fokussieren, euch mehr Zeit zu nehmen und nicht zu hektisch, nicht zu schnell wieder an die Linie zu gehen und bereits nach kurzer Zeit wieder aufzuschlagen. Also keine Hektik, Zeit lassen in wichtigen Situationen, das ist mein erster taktischer Tipp für euch. Als zweiten Tipp möchte ich euch geben, den Gegner erlauben, Fehler zu machen. Ja, ich muss von mir selber sagen, dass ich ein sehr offensiver Spieler bin und immer gerne, mich juckt es immer schon in den Fingern, relativ schnell auf den direkten Punkt zu gehen. Doch ist das wirklich taktisch klug? Nicht immer. Das muss ich selber hin und wieder mal schmerzlich erfahren, dass mein hektisches Spiel und offensives Spiel nicht immer zum Punkterfolg führt, dass ich den Gegner nicht erlaube, ebenfalls auch den Fehler zu machen. Das heißt, wenn ihr merkt, dass ihr mit eurer offensiven Spielweise keinen Erfolg habt, dann solltet ihr eben halt auch mal versuchen, den Ball häufiger reinzuspielen und eben halt auch mal den Gegner den Fehler machen zu lassen. Versucht nicht immer direkt auf den direkten Punkt zu gehen, nicht zu früh zu viel wollen und dann werdet ihr sehen, auch der Gegner wird euch den einen oder anderen freien Punkt geben. Mein dritter Tipp betrifft den Match-Tiebreak. Der Match-Tiebreak ist mittlerweile eine Entscheidungsform, die relativ häufig bei Turnieren und aber auch bei Medenspielen gespielt wird. Im Match-Tiebreak geht es bis 10 und der Match-Tiebreak hat die Eigenschaft, letztendlich das Match zu entscheiden. Und in diesem Match-Tiebreak habe ich vor allen Dingen in meiner Bundesliga-Saison häufig die Erfahrung gemacht, dass die ersten 3 Punkte im Match-Tiebreak extrem entscheidend sind. Es ist immer sehr, sehr ungünstig, wenn ihr im Match-Tiebreak direkt zurückliegt und dann eben halt auch 0-3, 0-4, 1-4 zurückliegt. Daher mein taktischer Tipp bei Match-Tiebreaks: Versucht nicht zu früh den Fehler zu machen. Heißt, wenn ich Aufschlag habe und ich beginne den Match-Tiebreak, versucht nicht in die Situation zu kommen, einen Doppelfehler machen zu können. Spielt vielleicht den ersten Aufschlag erstmal rein. Der Gegner ist genauso nervös wie ihr und gibt euch eventuell über einen Return-Fehler direkt den ersten Punkt. Habt den Fokus auf einen guten Start und geht nicht zu früh auf den direkten Punkt. Das ist mein Tipp für den Match-Tiebreak. Mein vierter taktischer Tipp, und das sehe ich relativ häufig, ist bei Misserfolg den gleichen Stiefel weiter runter zu spielen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich starte mein Spiel gegen Kollege Hubert und liege relativ schnell 4:0 hinten. Dann muss ich mich fragen, warum liege ich 4:0 hinten? Was habe ich gemacht, damit entsprechend der Gegner 4 Spiele in Folge gemacht hat? Ich muss ja irgendwo Fehler begangen haben und ich muss dann in meinem Kopf so weit sein, dass ich einen weiteren taktischen Plan im Kopf habe. Das, was ich bis zu dem 0:4 jetzt gemacht habe, ist ja nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Also muss ich meine Taktik umstellen. Habe ich beispielsweise bis zum 0:4 ständig auf den ersten Aufschlag draufgehauen und musste immer über den zweiten gehen. Den zweiten hat mir dann der Hubert hat mir dann den zweiten immer ins Feld reinpaniert, sodass ich nicht mehr gucken und sehen konnte. Ja, dann muss ich natürlich schauen, dass ich das umstelle und versuche, auf meinen ersten Aufschlag mehr Quote zu bringen. Werde ich ständig ausgekontert über die Vorhandseite des Gegners, dann muss ich versuchen, den Gegner auf der Rückhand anzuspielen. Mache ich in Grundlinienduellen einfach mehr Fehler, könnte ich versuchen, den Weg ans Netz zu suchen oder den Gegner nach vorne zu locken.
Dieses Umdenken muss bei euch stattfinden. Das heißt, analysiert, wenn ihr schnell hinten liegt, analysiert, was habt ihr bis dahin falsch gemacht und versucht, euer Spiel umzustellen. Versucht, etwas anderes zu probieren, weil die Alternative oder die Konsequenz ist ja, wenn ihr so weitermacht und der Gegner nicht bedeutend nachlässt, werdet ihr nach 40 Minuten vom Platz sein mit einem 2-6, 1-6 und es hat euch nichts gebracht. Mein 5. Tipp betrifft den Aufschlag und heißt, mehr Aufschlagquote bei zu vielen Doppelfehlern generieren. Was meine ich damit? Der Doppelfehler ist im Tennis der schlechteste Ball, den ihr spielen könnt. Es ist immer ein Geschenk für den Gegner. Das heißt, wenn ich feststelle, dass ich während meiner Spiele zu viele Doppelfehler mache, muss ich umdenken und muss sehen, dass ich diese Doppelfehler vermeide. Was kann ich dazu machen? Ich kann beispielsweise versuchen, den ersten Aufschlag mit weniger Tempo zu spielen, den ersten Aufschlag ähnlich wie den zweiten zu spielen, um einfach mehr in die Situation zu kommen oder nicht mehr in die Situation zu kommen, über den zweiten Aufschlag, auf den ich ja relativ wackelig bin, zu gehen. Das heißt, meine Empfehlung an euch, macht ihr zu viele Doppelfehler, versucht das Tempo beim ersten rauszunehmen, geht nicht auf das Ass, stur auf das Ass oder auf den Aufschlagwinner, versucht den ersten mit Schnitt und guten, mittleren Tempo ins Feld zu spielen. Eure Quote wird sich dann erhöhen und ihr seid nicht mehr so unter Druck beim zweiten Aufschlag. Mein Tipp Nummer 6 ist, aus Spielzügen des Gegners lernen. Während des Matches, im Laufe des Matches, werdet ihr feststellen, dass der Gegner natürlich auch eine Strategie verfolgt. Ihr werdet feststellen, wo der Gegner seine Stärken und wo der Gegner seine Schwächen hat. Das heißt, wenn euch auffällt, dass ihr relativ viele Punkte immer damit verliert, dass ihr dem Gegner eben auf die Vorhand spielt und die starke Seite des Gegners die Vorhand ist, dann solltet ihr daraus lernen und entsprechend euer Spiel umstellen. Hat eben etwas auch mit der Taktikumstellung zu tun. Das heißt, ihr solltet dann versuchen, den Gegner eventuell mehr auf der Rückhand anzuspielen. Spielt der Gegner beispielsweise immer Serve and Volley und ich versuche direkt den Passierball, mache dadurch Fehler, sollte ich vielleicht daraus lernen und versuchen, meinen Return auf die Füße des Gegners erstmal mittig zu spielen, um den Fehler nach außen zu vermeiden. Das sind alles so Lernprozesse, die innerhalb eines Matches, innerhalb eines Satzes bei euch stattfinden sollten, damit ihr letztendlich wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen könnt und euch wieder zurück ins Spiel fighten könnt. Mein Tipp Nummer 7 geht jetzt an euch, nämlich an eure Stärken. Ihr solltet versuchen, natürlich so oft es geht, eure Stärke einzusetzen. Ist eure Stärke der Rückhand-Slice, spielt Rückhand-Slice. Ist eure Stärke eine brachiale Vorhand Inside-Out, versucht sie so häufig wie möglich einzusetzen. Ist eure Stärke der Aufschlag, versucht so häufig wie es geht auf das Ass zu gehen oder variabel aufzuschlagen. Versucht eure Stärken in den Vordergrund zu setzen und ihr werdet sehen, das wird euch dann zum Erfolg bringen. Tipp Nummer 8, den ich euch geben muss, und das ist auch ein Tipp, den ich häufig berücksichtigen sollte. Ja, Tipp Nummer 8 lautet, die Spielweise an den Untergrund anzupassen. Wir sind hier in einer Tennishalle. Tennishalle ist, oder Halle, Teppich, schnell ist mein Gebiet. Finde ich super. Ich liebe es, auf schnellen Böden zu spielen. Meine Spielweise ist schnell und ich kann relativ schnell hier auf den Punktgewinn gehen. Es gibt kurze Ballwechsel und jetzt geht es dann in 2 Monaten raus oder schon in einem Monat geht es raus auf Asche, ja, nach draußen auf die rote Asche. Und dann versuche ich, die gleiche Spielweise wieder durchzusetzen. Ich kenne mich, das mache ich schon seit Jahren. Aber es ist völliger Schwachsinn. Auch ich muss mich umstellen. Es muss anders gespielt werden. Ich kann nicht ein völlig offensives Spiel mit direktem Punkt nach 2, 3 Schlägen kann ich nicht auf Sand durchsetzen. Auf Sand sind die Begebenheiten anders, der Belag ist anders, die Bälle springen anders ab. Das heißt, ich muss mein Spiel gegebenenfalls auch umstellen. Ich kann nicht mehr das durchdrücken, was ich eigentlich gerne machen möchte. Und das sehe ich bei mir beispielsweise immer sehr, sehr häufig. Ich versuche dann auf Asche, wenn es auf Asche geht, wieder das Gleiche zu spielen. Und ich merke einfach, ich komme mit meinen direkten Punkten nicht mehr so weit. Der Gegner kommt häufiger an Bälle und ich mache letztendlich mehr Fehler. Also muss ich sehen, dass ich auf Asche mein Spiel umstelle, höher übers Netz spiele. Der Ball springt höher ab, ja, höhere Bälle, viel Topspin ist gefragt auf Asche. Und dahingehend solltet ihr natürlich auch euer Spiel umstellen. Mein 9. Tipp betrifft den Returnspieler und deswegen bin ich mal hier an die Grundlinie gegangen. Ja, der 9. Tipp
lautet, beim Aufschlag, bei einem guten Aufschläger zu nah an der Linie zu stehen, zu viel zu wollen. Wenn ich einen guten Aufschläger habe, was ist ein guter Aufschläger? Ein guter Aufschläger ist einer, der schnell servieren kann, der verschiedene Drallarten servieren kann, der nicht immer das Gleiche aufschlägt, sondern seine Aufschläge auch mischt. Guter Aufschläger gegen guten Aufschläger muss es nicht immer gut sein, immer direkt an der Linie zu stehen und versuchen, den Return sehr früh zu nehmen. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Untergrund an. Hier in der Halle darf ich nicht zu weit zurückgehen, weil ich dann natürlich gerade von rechts nach links beim Rechtshänder anfällig bin auf den Slice-Aufschlag nach außen. Dann mache ich zu viel Winkel auf. Aber wenn ihr einen Aufschläger habt, der zum Beispiel draußen recht guten Kick serviert, dann kann es durchaus eben auch nötig sein, sich einfach mal weiter hinten zu positionieren und diesen Kickaufschlag wieder runterkommen zu lassen. Wenn ich auf einen guten Kickaufschlag jetzt immer an der Linie stehe, werden meine Treffpunkte beim Return immer hier oben sein. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm und provoziert Fehler. Das heißt, ruhig mal, wenn ihr merkt, ein guter Kickaufschlag vom Gegner ist da, dann versucht einfach mal auf Sand zum Beispiel, den weiter hinten zu positionieren, den Kick wirken zu lassen, den Kick wieder fallen zu lassen und dann einfach den Ball wieder sicher reinzuspielen. Das sorgt für deutlich weniger Fehler, ihr bekommt den Ball ins Spiel und ihr wisst ja, in einem meiner vorigen Tipps habe ich euch ja gesagt, auch der Gegner kann Fehler machen. Das müsst nicht immer nur ihr sein. Für meinen letzten taktischen Tipp bin ich jetzt mal ans Netz gegangen. Hier geht es jetzt nämlich darum, den Punkt abzuschließen am Netz. Mein letzter Tipp an euch heißt, weniger ist mehr. Einfache Bälle am Netz spielen. Ich bin in der Situation, jetzt meine gute Vorbereitung, ich habe einen guten Ball geschlagen, rücke vor ans Netz, der Gegner kommt gerade noch so an den Ball, spielt mir hier auf die Pfanne einen Volley. So, und weniger ist mehr. Damit meine ich, nicht immer versuchen, lang ins Eck zu spielen, nah an die Linie zu spielen. Der Gegner ist bereits aus dem Spiel, ich muss den Ball nur noch verwerten. Also macht es für mich überhaupt keinen Sinn, jetzt den Volley hinten lang in die andere Ecke zu spielen und dann auch noch zu provozieren oder dann in die Gefahr zu kommen, einen Fehler zu machen. Gegner ist aus dem Spiel, ich brauche nur noch verwerten, also spiele ich einen kurzen, entspannten Volley, wo ich wenig Risiko habe, der sicher zu spielen ist und wo ich möglichst wenig nah an die Linie komme. Denn letztendlich, den Punkt gibt es nur dann, wenn ihr letztendlich den Ball auch hier sicher reingespielt habt. Ja, für einen Schönheitspreis, das andere sieht toll aus, aber einen Schönheitspreis gibt es nicht. Wichtig, effektiv zu arbeiten. Also, weniger ist mehr beim Volley. Das waren meine 10 taktischen Tipps für euch und ich hoffe, nein, ich weiß, dass diese Tipps euch helfen werden, das ein oder andere Spiel mehr zu gewinnen. Wenn euch diese Tipps weitergeholfen haben, dann würde ich mich über einen Kommentar hier unter diesem Video freuen. Ansonsten vergesst nicht, abonnieren und ihr könnt mich auch unterstützen. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye. Bis dahin, euer Martin.